Servus Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Battlefield 5 Video. Und ja, ich weiß, Battlefield 2042 steht ja aktuell komplett im Fokus und ihr werdet ja auch auf diesem Channel sehr mit Content dazu gefüttert. Nichtsdestotrotz haben wir noch ein paar Tage hin bis zum Release und dementsprechend ist es mal wieder Zeit, auf eure Wünsche in den Kommentaren einzugehen. Und dementsprechend werden wir uns heute ein Gewehr des Sturmsoldaten anschauen. Und zwar hat sich Marcel Rauli, Gruß geht raus an der Stelle, ein Video zum Karabiner M2 gewünscht. Wir checken das Ganze durch, sprich einmal die kompletten Stats, Time to Kill, wie schneidet das Gewehr im Vergleich zu den anderen Metawaffen Sturmgewehr 1 bis 5 und STG 44 ab, wie sieht es mit dem Rückstoßverhalten aus und welche Spezialisierungen würde ich euch empfehlen. All das bekommt ihr im heutigen Video und wenn ihr zukünftig solche Videos nicht mehr verpassen wollt und vor allem auch solche Videos für Battlefield 2042 sehen wollt, dann würde ich euch an der Stelle einfach mal ganz unverbindlich empfehlen, den Abonnieren-Button zu drücken und natürlich auch eine Like rauszuschmettern, weil das supportet natürlich meinen Channel. Vielen Dank vorab und jetzt geht's los mit einem ersten Überblick. Damit wir das Ganze für uns mal ein bisschen verständlich machen wollen, habe ich das Ganze gegen das Sturmgewehr 1 bis 5 und das STG gesetzt und da sehen wir schon beim Karabiner M2, es ist das Sturmgewehr bzw. vollautomatische Sturmgewehr mit der höchsten Feuerrate von 830 im Vergleich zu 670 bzw. 599. Dafür müssen wir einen gewissen geringeren Kugelschaden akzeptieren. Auf den ersten Metern nur 20,1 im Vergleich zu 25,1 und auf Distance fällt der Schaden ab im Maximum auf 13 im Vergleich zu 15. Dafür haben wir aber durchaus auch Vorteile, nämlich der vertikale Rückstoß, sprich der Rückstoß nach oben fällt mit am geringsten dazu aus, mit nur 0,58 im Vergleich zu STG und wieder Sturmgewehr 1 bis 5, auch wenn man sagen muss, das nimmt sich nicht viel und spielt auch weniger eine Rolle, weil man den ganz easy gegenziehen kann, egal ob mit Maus und Tastatur und oder mit Controllern, also je nachdem auf welcher Plattform ihr natürlich da unterwegs seid. Anders sieht es beim horizontalen Rückstoß aus. Ihr wisst, der ist ein bisschen random und den können wir nicht so leicht kontrollieren. Der fällt hier beim Karabiner M2 sehr rechtslastig aus, also die Waffe, die zieht oben rechts. Genaueres schauen wir uns noch im Rückstoß-Tutorial später an, wobei jetzt die anderen beiden Komponenten, die sind sehr, sehr ausgeglichen, also die bewegen sich von links auf rechts nahezu gleich. Sehr schön sieht man das auch nochmal den Damage-Verlust bzw. Abfall in dieser Grafik. Das heißt, M2 Karabin, wie schon angesprochen, hat jetzt nicht den hohen Kugelschaden und braucht dementsprechend auch mehr Kugeln, um den Gegner umzulegen. Wenn wir aber auf die Time to Kill sehen, also wie lang braucht ihr, um mit dieser erhöhten Feuerrate und dem verringerten Kugelschaden auf den Gegner einzuschießen, dann sieht man, dass wir hier tendenziell leicht besser sogar und überlegen einem Sturmgewehr sind. Natürlich immer vorausgesetzt, alle Kugeln müssen reingehen, aber wir haben ja gerade schon gesehen, dass allein von den Stats das sogar ein Stückchen besser möglich sein sollte. Nichtsdestotrotz, manche die kommen eher besser damit zurecht, wenn der Rückstoß von links auf rechts gleich ist, anstatt wenn man so schräg gegenziehen muss. Von daher ist es mit Sicherheit auch ein bisschen Geschmackssache, aber Stats sind das eine und ihr wisst ja, wie komme ich mit dem Teil in der Realität zurecht, das steht nochmal auf einem anderen Blatt Papier. Gut, entsprechend schauen wir uns mal den Rückstoß an. Wenn wir aus dem Hüftfeuer schießen, sehen wir schon Bullets all over the place, aber man kann das auch ganz gut gegenziehen, gegenkontrollieren. Bei der Einstellung habe ich aber nicht die Hüftfeuer-Upgrades mit drauf. Dementsprechend ist jetzt der im Visier relativ oder repräsentativer, da sieht man schon, so wie ich gesagt habe, dass die Kugeln nach oben rechts leicht weggehen, aber es ist absolut gut gegen zu kontrollieren und dementsprechend solltet ihr da auch sehr gut damit zurechtkommen. Und bevor wir jetzt abschließend nochmal in die Spezialisierungen bzw. die Loadouts, die ich euch empfehlen würde, reinschauen, vielleicht mal ein kurzes Zwischenfazit zum M2 Karabiner. Das ist wirklich eine Waffe, die könnt ihr auf alle Distanzen einsetzen und es ist wirklich eine Waffe, die nicht nur für kurze Distanzen geeignet sind. Also würde man jetzt vielleicht sagen, okay, gerade auf Close Quarter Maps skill ich komplett Hüftfeuerweg, kann man machen und rasiert dadurch, aber auch wenn ihr auf Präzision geht, könnt ihr da durchaus auf längere Distanzen ordentlich was reißen, wobei ich da immer die Empfehlung gebe, dass ihr die Waffe durchtappt, nicht komplett durchtriggert und damit die Schüsse nicht all over the place gehen. Das gilt aber ganz grundsätzlich für jede Waffe, wenn ihr auf Distanz geht und nicht nur für das M2 Karabiner. Ist sie OP? Ich würde sagen, in den richtigen Händen auf jeden Fall, beziehungsweise man muss immer sagen, kommt man damit am besten oder besser zurecht. Ich muss sagen,
ganz für mich persönlich ist es auch so, dass ich mit dem Sturmgewehr 1 bis 5, das ist für mich all over die beste Sturmsoldatenwaffe, zumindest in den vollautomatischen Geschichten, und mit dem komme ich einfach am besten zurecht, auch wenn man sagen muss, okay, haben wir jetzt gerade auch gesehen, die Stats sind beim M2 Karabiner am besten, also eigentlich müsste das die beste Waffe sein, aber spielt immer auch nochmal ein bisschen einspielen, zurechtkommen, etc. auch nochmal mit dazu. Definitiv empfehle ich euch aber, das Ding mal mitzunehmen, einzupacken, durchzuchecken und selber auszuprobieren. Und mit welchem Loadout, genau das schauen wir uns jetzt noch an. Beginnen werden wir auf jeden Fall mit dem Prezi Loadout, und da nehmt ihr am besten mit 33%iger schnelleres Zielen im Visier. Ihr habt einmal den horizontalen Rückstoßverminderung, die ist immer wichtig, ich sag's immer wieder an der Stelle, weil man den nur bedingt beeinflussen kann. Der ist im Battlefield 5 einfach random, ihr könnt den nicht komplett gegenziehen. Tendenziell, also die Tendenz ja, aber nicht komplett. Wenn ihr an der Stelle vielleicht verstehen wollt, wie der Rückstoß im Battlefield 5 generell funktioniert und wie ihr da am besten gegensteuert, habe ich an der Stelle auch nochmal ein Video für euch in der Infobox verlinkt. Schaut da gerne im Anschluss einmal drauf. Weiter geht's mit der verbesserten Präzision beim gezielten Feuern aus der Bewegung. Das ist wichtig, weil wir wollen ja auch nicht so ein einfaches stationäres Ziel abgeben, sondern uns entsprechend auch bewegen. Und 60% schnellere Bewegung, das unterstützt das Ganze nochmal. Also im Visier, im Schussprozess, das hört sich wieder hochtrabend des Todes an, sind wir schwer zu treffen und wir packen die Genauigkeit mit an. Das ist auch wirklich das Loadout, das ich euch generell empfehlen würde. Natürlich kann man auch hier den Hüftfeuerweg gehen, dann braucht ihr das Visier natürlich nicht, sondern könnt auf schnelleren Waffenwechsel gehen. Das Ganze in Kombination mit dem Hüftfeuer Upgrade, verbesserte Griffe, Hüftfeuer wird präziser und die Reichweite erhöht, und auch nochmal zusätzliche Präzision gibt es mit dem polierten Verschluss, und dann nimmt man vielleicht nochmal das schnellere Nachladen mit, weil das 60% schnellere Bewegung während des Ziehens mit deiner Waffe an der Stelle dann gar nicht mehr so viel Sinn macht, beziehungsweise kann man auch mitnehmen, je nachdem wie da der Geschmack ist. Ich würde euch aber auf jeden Fall als Empfehlung geben, skillt einfach komplett den rechten Weg mit, weil dann könnt ihr das Ding immer noch im Hüftfeuer auch noch einsetzen. Und ihr habt ein absolutes Präzisionsbiest mit erhöhter Feuerrate am Start. So Leute, das war mein Video zum M2 Karabiner. Wie gesagt, wenn ihr auch noch einen Wunsch habt, packt es mir an der Stelle in die Kommentare. Ich würde mich auch über ein Feedback dazu freuen. Wie hat euch das Video gefallen? Und ganz allgemein geht noch ein spezieller Gruß raus an alle neuen Abonnenten und natürlich auch an die bestehenden Abonnenten. Wir haben die 1100 bereits geknackt, on the road zu 1200. Ihr seid absolut die Besten und ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Resttag. Wie immer, haltet die Ohren steif, haut rein. Wir sehen uns zum nächsten Video bzw. zum nächsten Livestream. Bis dahin, euer A-Team.